Das ist ein Fluxgate Hochgradientmagnetometer. Also das meint, dass jeder von diesen Staben hat so einen Stromspul da oben und unten. Und was da gemessen wird, ist der Magnetfeld insgesamt. Sachen, die sehr schwach magnetisch sind, aber nicht zum Oberboden sind, werden relativ gut aufgezeichnet. So natürlich sind die Grabhügel außergewöhnlich schwach magnetisch im Vergleich mit dem Eisenkern des Erdes. Aber der Eisenkern des Erdes ist sehr, sehr weit entfernt. Also das Unterschied in der Magnetfeldstärke, das kommt von den Erdkern, ist sehr klein. Zwischen hier und hier praktisch kein Unterschied. Aber wenn wir einen Grabhügel so halber Meter tief haben, dann ist das von halb Meter bis 1,5 Meter, das Unterschied schon viel mehr deutlich. Hier auf der Fläche, wo ausgegraben wird, sind schon, ich glaube, 30 Grabhügel bekannt. Und wenn wir hier 2 große Grabhügelwerke nicht zueinander haben, ist eine Frage von Interesse, ob es so eine Verbindung, also eine sakrale Gelände oder sogar mit einer sakralen Straße geben würde. Und dann natürlich, ob es andere Sachen, mehrere Grabhügel, Siedlungen von unterschiedlichen Zeiten zum Beispiel da vorhanden sind. Mit der Zeitperiode und mit den Pfostenbauten ist ein Problem, dass die nicht stark magnetisch genug sind, dass man diese mit diesem Gerät erkennen könnte. Also leider Siedlungen von dieser Zeit sehen wir nicht, aber das sakrale Gelände sollte relativ gut aufzeichnbar sein. Hier drüben, da siehst du, das haben wir die Urne gefunden im Sektor B und hier drüben dann tatsächlich etwas tiefer die Bestattung. Und dann habt ihr sozusagen das Profil zurückversetzt? Wegen der Urne, ja. Wegen der Urne und habt dann nochmal abgetieft? Ich nehme tatsächlich an, wenn wir die Urne raus haben und den Steg abgearbeitet haben, dass wir wenige Zentimeter drunter die Zentralbestattung fassen. Also der Rest von der Zentralbestattung, Richtig, ja. Also es fehlt ja noch einiges. Der Schädel ist ja auch noch nicht da. Genau, ja. Genau. Ja, haben wir noch 10 Zentimeter. Mhm. Sollte kommen. Wir graben im Bereich des Ringheiligtums Schönebeck oder der Kreisgrauanlage Schönebeck und zwar im Osten und Südosten der Anlage. Also wir schließen direkt dort an, wo 2011 die Ausgrabungen aufgehört haben. Wir haben direkt östlich der Kreisgrauanlage eine enorme Befunddichte auf etwa 2700 Quadratmetern insgesamt. Befunde unterschiedlicher Zeitstellung, darunter das Übliche, was man findet, sind Pfostenlöcher, Gruben, teilweise ohne Zusammenhänge, die erkennbar wären, aber auch Grubenkomplexe, die miteinander zusammenhängen. 2 Gebäudegrundrisse, der eine davon tatsächlich in unmittelbarer Nähe dieses Grubenkomplexes. Darüber hinaus haben wir einen Grabhügel komplett erfasst und wir haben einen weiteren Grabhügel zur Hälfte erfasst, jeweils mit Bestattungen, die dazu gehören. In 2 Fällen Nachbestattungen, in einem Fall auch die Zentralbestattung. Und dann haben wir nun kürzlich in einem zusätzlichen Grabungsschnitt auch südöstlich der Kreisgrabenanlage ein Grabengeviert entdeckt, was uns momentan immens beschäftigt, weil es dem Grabengeviert, das es in Pömmelte bereits gibt, in seiner Gestaltung enorm ähnelt. Wenn ihr Verzierungen habt, auch, wir hatten ja so Ritzverzierungen, da müsst ihr aufpassen beim Putzen. Dass wir nicht neue reinmachen oder was? Genau. Hier sind mindestens 3 verschiedene Perioden. Hier haben wir den schönen Rest, Unterteil einer Urne. Hier sieht man eigentlich ganz gut, das ist wahnsinnig schlecht gebrannte Ware, die tatsächlich auch nur
für die Bestattung hergestellt wird. Hier reißt der Boden schon wieder. Diese Teile gehören dazu. Das ist noch ein Wandungsfragment. Das sind jetzt alles Gefäßfragmente von dem Gräberfeld östlich der Kreisgrabenanlage von Schönebeck. Da haben wir eben einsetzend mit der Spätbronzezeit ein sehr großes Gräberfeld und in der Eisenzeit folgen dann eben die Brandbestattungen in Urnen. Die meisten davon haben wir im Block geborgen, aber einige waren eben leider durch einen Erddruck oder durch einen Flug, das ist ja seit Jahrtausenden unter Beackerung, so zerstört, dass wir die eben nur noch in Teilen bergen konnten. Und die werden jetzt gewaschen. Und dann gucken wir, was wir davon noch zusammensetzen können. Und dann wandern die auch so ins Magazin. Was wirklich speziell ist, ist, dass wir eben Schnurkeramik und vor allem dann Glockenbecher Aunjetitz den Übergang, diese Genese komplett nachvollziehen können. Und was wir eigentlich beantworten möchten, ist zum einen, also die Glockenbecher, die erst Pömmelte errichten, werden das 1:1 Aunjetitze. Also wie können wir das am archäologischen Material nachvollziehen? Das sehen wir gut an der Keramik zum Beispiel. Da sind genetisch Fragen noch offen. Aber auch hier haben wir eigentlich das Material, das Knochenmaterial, um das beantworten zu können. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt, der uns interessiert, weil es passiert ja nicht auf einmal, Wumms haben wir jetzt Bronzezeit, neuen Werkstoff, internationale Verbindungen vom mediterranen Raum bis nach Wessex, nach England, sondern das ist ja was wächst. Und dieser Genese versuchen wir eben nachzuspüren. Und diese Keramik stammt aus keinem Befund. Das sind Lesefunde, die wurden auf der Fläche gefunden, können keinem Befund klar zugeordnet werden. Sind nichtsdestotrotz wichtig. Ja. Und insofern gibt es wenigstens einen Eindruck davon, was auf dem Areal gefunden werden kann, was da gewesen sein kann, wenn auch nicht genau gesagt werden kann, woher. Es ist ein Vierkantstab, der gedreht wird. Und immer wieder in die entgegengesetzte Richtung. Und so entstehen diese breiten Lappen. Und die sind eben am Anfang so relativ breitlappig und die jüngeren Exemplare sind dann eigentlich nur noch rundstabige Ringe, wo das Muster eingeritzt wird. Also das ist ein frühes Exemplar, das wirklich sehr schön ist. Gibt es nicht so viele. Hier haben wir den ersten Fund, den wir auf der Ausgrabung in Schönebeck gefunden haben. Nicht während der eigentlichen Ausgrabung, sondern im Vorfeld. Als wir unser Messsystem gesteckt haben für die Vermessung, hat eine Mitarbeiterin diese nicht fragmentierte, vollständige Axt gefunden. Ein Exemplar der Einzelgrabkultur, eine sogenannte Bootsaxt, die den ältesten Fund darstellt, den wir hier am Fundort gefunden haben. Also Einzelgrabkultur passt tatsächlich sehr gut, weil wir uns im Zeitraum auch der Schnurkeramik oder der frühen Schnurkeramik bewegen. Und wir sind ja relativ weit nördlich im mitteldeutschen Trockengebiet, haben eben diese Einflüsse aus dem Norden, die wir leider nur in Gräbern fassen können, ähnlich wie bei der Schnurkeramik. Wir haben keine Häuser und das vermischt sich hier so ein bisschen und deswegen sprechen wir auch vom Schnurkeramik-Einzelgrabkomplex. Auf der Grabungsfläche von 2011 haben wir insgesamt 5 Gebäudegrundrisse. Einmal dieses Langhaus und dieses Langhaus, beide mutmaßlich frühbronzezeitlich und aus dem Zeithorizont der Kreiskammeranlage. Und dann haben wir 3, die ein gesichertes und 2 potenzielle, die früher datieren, der Schönfelder Kultur. Eins haben wir hier, eins haben wir da und das dritte überschneidet oder unterschneidet dieses Langhaus hier. Auf der neuen Grabungsfläche von diesem Jahr, Teilschnitt 4, da haben wir 2 Hausgrundrisse. Einmal hier oben und einmal der undeutlicher zu sehen ist, ohne Firstpfostenreihe hier unten.
Tim, du hast ja jetzt die ganzen Spätbronze- und hauptsächlich früheisenzeitlichen Urnenbestattungen alle nochmal separat markiert in den beiden neuen Grabungsschnitten. Ja, die meisten sind schon markiert, noch nicht alle. Wir haben noch einige weitere gefunden, die erst dann aufgetreten sind, als wir die Sockel abgearbeitet haben. Klar. Von der 2011er Grabung gibt es hier oben schon Uhren, 4, 5 Stück. Und wir haben die erste direkt nach dem Baggeraufzug hier oben gefunden. Und man sieht ganz schön bei unseren beiden Teilschnitten, wie sich die Uhren, also die roten Punkte, einmal hier durchziehen. Ja. Das Gräberfeld entwickelt sich hier weiter. Das ist wie so eine Banane. Ist wie eine Banane und setzt sich sicherlich noch weiter in diese Richtung fort. Genau, und da haben wir, das sind jetzt jeweils 2 Bestattungen übereinander oder wie generiert sich das im Plan? Na, hier haben wir die eigentliche Urne im Planum erkannt und eine Grube dazu. Ah, Genau, okay. ja, Alles klar. an mehreren Stellen. Und insgesamt sind das jetzt an die Wir sind 50 momentan, oder mehr? wir sind um die 80 mittlerweile. 80. 80, Okay. ja. Also haben wir hier oben die Teilfläche in Schönebeck. Wir haben jetzt einen Cutplan noch nicht drüber gelegt, aber wir befinden uns ja in etwa östlich davon. Und was wir eben hier schon sehen konnten und uns schon mal einstellen konnten, ist wenigstens ein Kreisgraben gut und noch ein eben auch, aber relativ schwach. Und der Rest tauchte aber auf dem Messbild eigentlich gar nicht auf. Ne? Nö, wenigstens nicht ohne Vorkenntnisse. Das wäre mit den Urnen. Der eine Urne auf dem Kreisgrabenkreis hier erscheint, wie es aufgenommen wäre. Ja, Also wenn ich irgendwann die Cutpläne dazu kriege, kann ich es durchsuchen mit Zeit, irgendwann im Winter, ob die anderen auch erkennbar sind und in so einem Maße, dass man die von den anderen Eisenmüll da erkennen könnte. Ja. Natürlich, wenn ich sage, dass hier sind 100 Sachen und 80 von denen sind Traktorteile, ist das nicht hilfreich. Dann ist die Frage, wie lange die Banane hier weiterläuft. Unter den 3 Eisenstücken haben wir natürlich keine wertvolle klar sehen wir die Information. Befunde nicht. Genau. Ja. Und also wir haben das ja jetzt eigentlich gemacht, um einfach zwischen den beiden Kreisgrabenanlagen Hinweise darauf zu erhalten, was sich hier, das ist die Flugbahn, hier kommt dann der Fliegerclub, das sind alles moderne Einrichtungen, also was sich hier einfach dazwischen befinden könnte, ob wir Hinweise noch auf Gräberfelder haben oder auf Siedlungen oder Grubenbatterien oder was auch immer. Mit den Pfostenhäusern ist das Problem, dass die Pfostenlöcher nicht genug magnetisch sind, dass die Zeichnet sich erkennbar nicht ab. wären. Was wir hier haben, ist Ja. der Geländerücken in die Richtung. Das ist nicht der direkte Weg. Wenn der direkte Weg so läuft, dann wäre das ein bisschen von einem Bogen. Aber es ist vielleicht der optimalste Weg, also wenn wir an Least Coast Path Modellierung denken. Und wenn wir uns das jetzt mal nämlich angucken, auf dem Geländemodell, hier haben wir die Anlage nochmal eingezeichnet, wäre eben das der Weg. Ne? Genau. Das geht genau, aber dann kommen wir auch wieder hier bei dem Gräberfeld Ja, raus. mit einem bisschen Bogen. Das würde gut passen, ja. Ja. Also den Platz besonders macht einfach diese wahnsinnige Kontinuität, die wir hier haben am Platz. Wirklich vom Endneolithikum dann über Frühbronze, Mittelbronzezeit, Spätbronzezeit, Eisenzeit. Dann haben wir einen Hiatus und wir haben dann aber auch wieder Mittelalter, frühe Neuzeit. Das ist speziell, ist aber eigentlich nicht verwunderlich, weil wir sind am Rande der Magdeburger Börde. Beste Böden, immer beste Siedlungsbedingungen. Also damit hätten wir eigentlich auch schon gerechnet. Trotzdem ist die Vielzahl an verschiedenen Befunden, also sowohl Siedlungsbefunde, Gräber, Gräberfelder und eben die beiden Rondelle, das ist schon was Spezielles. Die Kreisgrabenanlage Schönebeck ist sozusagen die Zwillingsanlage zu Pömmelde. Die beiden sind aufeinander bezogen. Und was wir jetzt machen, ist, wir graben das letzte Viertel von Schönebeck aus. 3/4 sind schon ausgegraben.
Es ist außerordentlich wichtig, die Datierung, die Genese und die Bedeutung dieser Kreisgrabenanlage genauso gut zu verstehen wie Pömmelte, damit wir beide miteinander vergleichen können, damit wir wissen, wie beide miteinander funktionieren. Die Kollegen im Hintergrund machen eine äußerst sorgfältige wissenschaftliche Grabung, die wir uns nun etwas genauer ansehen. Hallo Franzi, Hallo. was machst du hier jetzt? Was untersuchst du genau? Also wir stehen jetzt genau am Geoprofil, das gleichzeitig auch das Profil durch den Innengraben der Kreisgrabenanlage ist. Und es sieht schon ziemlich zermetzgert aus. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt die zweite Probenserie nehmen. Okay. Um nicht nur, wie der Archäologe das im Normalfall tut, anhand von der Verfärbung der Bestandteile der Schichtgrenzen, unsere Schichten oder Verfüllprozesse zu charakterisieren, sondern das auch wirklich analytisch zu untersuchen. Also im Grunde geht es darum, wie wurde der Graben eingegraben und wie wurde er verfüllt. Genau. Und vor allem nicht, wie lang dauerte die Nutzung Genau. und wie sind die Verfüllprozesse, um rauszukriegen, wofür diese Anlage überhaupt genutzt wurde. Das ist der Clou und das ist leider ein bisschen kompliziert. Wir sind in der Elbaue, wir haben verschiedene Schwemmschichten, die haben wir auch hier in unserem Profil, also Koluvien, und wir haben natürlich einen alten Acker- oder Oberboden und darunter kommen die eigentlichen Füllschichten von unserem Graben. Die Proben werden dann später im Labor untersucht. Genau, beim Landesamt für Geologie und Bergwesen. Ich nehme jetzt die zweite Probenserie. A, für uns Rückstellproben und B, wird die andere Hälfte geschlemmt. Einfach um auch Holzkohle noch zu finden, die wir dann C14 datieren können, dass wir auch eine absolute Abfolge der Schichten haben, also nicht nur relativ chronologisch. Das heißt, wir können genau feststellen, wie die Schichten aufeinander folgen, wie die Verfüllungsprozesse sind, wie lang die Anlage genutzt wurde. Und das geht eigentlich nur an dem Geoprofil. Und wir arbeiten auch hier wieder mit dem Landesamt für Geologie zusammen, also mit Partnern, wie wir immer mit vielen Partnern zusammenarbeiten. Denn ein einzelner Wissenschaftler oder eine Gruppe von Archäologen kann das gar nicht lösen. Hier haben wir tatsächlich den letzten Rest eines Pfostenlochs, das wieder in den gewachsenen Sand-Kiesboden eingelassen ist. Tatsächlich ist es knapp 15 cm hoch noch erhalten. Der Durchmesser ist nicht wahnsinnig breit, das sind vielleicht 30, 35 cm. Wir sind hinter der letzten Palisadenreihe und haben jetzt hier im Profil zufällig 2 einzelne Pfosten erwischt. Sonst ist leer. Wir haben 2 Meter noch übrig zu graben. Mal gucken, ob da noch was kommt. Vielleicht bleibt es bei den einzelnen Pfosten, vielleicht ist der Rest erhaltungsbedingt auch schon weggeackert. Aber es heißt eben, dass es im Inneren vielleicht kein freier Raum war, sondern es trotzdem irgendwelche Vorrichtungen gab, für die man eben auch Holzpfosten benötigt hat. Wir sehen hier eine Abfolge von Palisaden, die nicht eng beieinander stehen, wie bei einer Verteidigungsanlage. Das ist es nicht, es ist ein heiliger Platz. Und Gräben, die ebenfalls aufeinander folgen. Außen haben wir die locker gesetzte Palisade, dann haben wir einen Graben, dann haben wir wieder eine Palisade, wieder einen Graben, wieder eine Palisade und dann nochmals 2 Palisaden. Und das alles in Kreisform. Im Grunde können Sie sich das vorstellen wie Stonehenge, bloß ist Stonehenge in Stein gebaut, in der letzten Ausbauphase, in den ersten auch aus Holz. Aber praktisch eine ganz ähnliche Anlage, auch zu einer ganz ähnlichen Zeit. Und Sie sehen, es ist ganz, ganz ähnlich wie Pömmelte. Wenn ich Stonehenge erwähne, so ist es nicht zufällig, denn Pömmelte entspricht in Struktur und Kreisform
aber vor allem im Durchmesser ganz exakt Stonehenge, und zwar auf 1 Meter genau, und das kann kein Zufall sein. Die Menschen, die Stonehenge weiterbauen, die kommen aus Mitteleuropa, und das sind Glockenbecher Menschen, wie auch diese Menschen hier, die diese Anlagen bauen. Das ist ein Miniaturgefäß. Es ist sehr klein, aber es ist ein typischer schnurkeramischer Becher. Eben unten ein bisschen kugelig, der Hals relativ lang und zylindrisch, und wir haben Strichverzierung, eben Strichreihen, wir haben Linien und wir haben so Fischgrätmuster. Auch das ist eine interessante Parallele zu Pömmelte. Da hatten wir nämlich auch einen Miniaturbecher in einer Grube und in einer anderen Grube eine Miniaturamphora. Ich sitze jetzt ja tatsächlich direkt auf dem Außengraben, und genau in diese Richtung weiter gab es in dem Außengraben auch eine Deponierung, nämlich ein Steinwerkzeug, ein Amboss oder ein Kissenstein, also eine längliche Steinplatte, die eben als Unterlage zur Metallverarbeitung verwendet wird. Also auch ganz typisch natürlich für die frühe Bronzezeit. Den Vergleichsfund dazu, den liefert uns das Fürstengrab von Leubingen, das allerdings ein bisschen jünger ist, und so haben wir eben wieder den Hinweis auf eben auch die Fürstensphäre in Aunierzitz, die aber erst ab 2000 frühestens beginnt. Und die Anlage hier ist ja auch ein Ticken älter. Ansonsten aber haben wir noch keine weiteren Deponierungen, vor allem keine Frauen und Kinder, die in irgendeiner Form gefesselt, vielleicht auch gewaltsam umgebracht wurden. Das gibt es hier nicht. Das heißt, von Pömmelte nach Schönebeck hat sich eigentlich die Art, den Kult, in welcher Form auch immer zu zelebrieren, gewandelt. Das fassen wir mit dem fundleeren Graben. Wir müssen uns hier Schönebeck als Rituallandschaft vorstellen, die auf Pömmelte bezogen ist, genauso wie wir das etwa in Stonehenge haben, wo Bluehenge, Stonehenge, Avebury und die anderen Anlagen aufeinander bezogen sind. Die Anlagen hatten sicherlich eine Verbindung, etwa durch einen Prozessionsweg. Die Anlagen selbst waren heilige Orte, gebaut von den Bewohnern hier, und das sind Bewohner von riesigen Siedlungen für die damalige Zeit. Warum sind am Rande des Aunitzer Reiches so große Siedlungen? Vermutlich wegen der Elbe. Wir sind hier am Schnittfeld zu anderen Kulturen, zur Einzelgrabkultur, man könnte das jetzt übersetzen, zu anderen Stammeskulturen, mit denen man sich austauscht. Vor allem kontrolliert man aber den Elbweg. So ist es auch möglich, dass man diese riesige Anzahl von Häusern baut, alle aus gleichen genormten Pfosten. Wahrscheinlich sind diese Pfosten die Elbe heruntergeschifft. Kurzum, man ist in einer idealen Position an der Außengrenze des Aunitzer Reiches, und man weiß diese strategische Situation zu nutzen, und möglicherweise treffen sich in diesen beiden Heiligtümern auch die verschiedenen Kulturgruppen, die hier an dieser Grenze aneinanderkommen.